Hallo, hallo. So, ich möchte eine Verpackung basteln ohne Kleber. Die wird zusammengebaut, ohne Kleberstoff. So, es wird eben ein A4-Blatt genommen und gekürzt bei 29 cm. Dann wird gefalzt 3,5. Hier 3,5 cm drehen und auch 3,5 cm. So, bei der 21 cm schmalen Seite. Ne? So, hier geht's los, wird's gefalzt bei 7, 10,5 und dann drehe ich das, mache wieder 7 und 10,5. So, das ist mit dem Falzen. Werde jetzt hier aus der Ecke eine Linie ziehen nach außen, von innen nach außen. Ne? So. Einfach mit dem Falzbein. Ja, ich habe da so eine weiche Unterlage, könnte man auch was extra nehmen. Und auf der Seite auch das gleiche. So eine Falzlinie ziehen. So, dann drehe ich es um und da wird das gleiche gemacht. Wieder aus der Mitte, von innen nach außen. Und hier auch. So. So sieht es aus. Dann falte ich mal alle Linien. Und auch hier. Jawohl. So soll die Linie eingeknickt werden. Ist wichtig, dass auch die Ecken gut sich legen. Das da. Und das dann hier rein. Das da. Und hier auch das gleiche. Da kann man auch gucken, dass es auch die Linien sich treffen. Da eventuell so ein bisschen was, das kann man ja dann korrigieren. Und dann so. Ja, und dann haben wir so ein Teil. Ne? Nach außen. Und so, ne? Ja, und das wird dann eingeschlagen. So rein. Und das dann so rein. Und fertig ist diese Box. Ja, die hält. Ja, und drumherum wird eine Banderole dann gelegt. Und man könnte eine Schleife binden. Ne? Und dann kann man sie noch weiter dekorieren. Ja, ich finde, sieht echt cool aus. So, also ich habe jetzt diesen Block rausgeholt und so ein
Designpapier ist gewählt. Es ist mit Folierung. Ja, und habe jetzt abgemessen. So eine Banderole machen, 12 cm. Werde ich mal so drumherum legen. So, und dann die Länge. So, dann mit einem Überschlag nehme ich noch ja, so 3 cm dazu. Dann reicht 24 cm als Banderole. Und dann kann man ja falzen. Also für die Banderole habe ich jetzt da diese Abmessungen jetzt festgelegt. Ja, eben 7 cm, 10,5 bei 19 und bei 22,5. So circa. Ich habe da ein bisschen ausprobiert, dass es passt, aber so weit jetzt die Banderole festgeklebt. So sieht es jetzt aus. Ne? Und darauf kommt auch jetzt noch dieser Aufleger, also ein Etikett. Ja, ist ja aus dem gleichen Block. Das Designpapier gibt es ja solche Kärtchen. So, das ist das und das kommt, glaube ich, plan drauf. Ja, einfach. Drauf. Ja, so sieht es aus und dann kommt es einfach hier. Ja, ich könnte auch so setzen. Ich meine, auch so wäre auch oder so. Ich finde, so ist schön. Dann könnte man seitlich das platzieren oder mittig. Ich finde, mittig ist auch schön. Ja. So sieht es aus. Ja, eventuell ein paar Steinchen oder noch eine Schleife wäre auch noch zum Ergänzen. Mal sehen. Eventuell kommt noch ein Spruch drauf, aber so habe ich jetzt erstmal die Box dekoriert. Und dann ist das die Banderole. Und dann öffnet sich einfach die Box. Voll cool, finde ich, so eine coole Idee. Bin voll begeistert. Die hält ihre Form und dann rein in die Banderole. So ihr Lieben, das war das Video. Die Anleitung für diese Box finde ich echt einfach. Gefällt mir. So, das war's dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.